Nee, da sind ein paar Sachen von Heino drin. Ich dachte, sie möchte sie vielleicht haben. Sollten wir damit nicht noch etwas warten? Du meinst, das ist okay, oder? Ich glaube, Kathi ist schon soweit. Das funktionierte Gerät vielleicht nicht. Bitte schauen Sie mal nach, ja? Entschuldige mich. Es tut mir leid. Die Karte ist gesperrt. Genau wie die andere. Kathi, kann ohne dich nicht mehr leben. Lieber Heino. Warum hast du mich verlassen? Ich kann ohne dich nicht leben. Heino. Kathi, ich weiß, dass du da bist. Lass mich in Ruhe. Was ist passiert? Ich hätte niemals mit dir schlafen dürfen. Nie. Ich weiß, Kathi, ich weiß. Aber warum? Warum hast du zugelassen, dass ich ihm so weh tue? Also das muss ein Irrtum sein. Zeigen Sie sich selbst. Karte gesperrt. Gestern habe ich noch damit bezahlt. Tja. Und was jetzt? Seien Sie einfach bar. Funktioniert die zweite Karte auch nicht? Das Lesegerät, das scheint nicht zu funktionieren. Ach, wie ärgerlich. Du, ich regle das hier schon. Das ist... Hallo, Frau Rhein. Schön, Sie zu sehen. Steht ihr aus einem bestimmten Grund hier? Wir haben da ein Problem. Dein Lesegerät scheint heute etwas kapriziös zu sein. Ach ja. Na, wenn man sich auf die Technik verlässt, ist man verlassen. Dann zahle ich eben auf die konventionelle Weise. Oder darf ich bei dir auch Teller spielen? Na, so weit kommt es noch. Ja, was ist denn, wenn wir mal meine Karte versuchen? Nein, nein, Frau Rhein, das Gerät hat gestern schon nicht funktioniert. Nicht, dass wir noch Ihre Karte beschädigen. Ich kümmere mich um den Rest, Angela. Das kommt gar nicht in Frage. Du bist mein Gast. Nein, nein, das machen wir das nächste Mal. Immerhin ist Herr Brandner ein häufiger und gern gesehener Gast im Schneiders. Oh Gott, mein Termin. Ja, du, lass dich nicht aufhalten. Arno, wir sehen uns. Ja? Heino hat mich geliebt. Ja, Und er wollte ohne mich nicht mehr weiterleben. das hat er geschrieben. Und was mache ich? Ich betrüge ihn. Aber Heino hatte dir längst verziehen. Trotzdem. Es ist alles so ungerecht. Ich war mit dir im Bett. Eigentlich hätte ich bestraft werden müssen, aber stattdessen ist Heino. Jetzt hör bitte auf, dir seinen Blödsinn einzureden. Heinos Tod ist keine Strafe. Es war ein Unglück. Er war fast wieder gesund. Sein Immunsystem war angeschlagen. Und er hat sein Fieber verschwiegen. Ja, weil er mit mir zusammen sein wollte. Vielleicht ist ja auch das die Strafe. Dass wir nie wieder zusammen sein werden. Glaubst du wirklich, Heino hätte zugelassen, dass deine Prinzessin weint? Hier, auf den Schrecken. Danke dir. Angela, was ist denn? Der Gast von Tisch 3. Ja, was ist mit dem?
Na ja, probieren Sie aus, ob das Lesegerät wieder funktioniert. Wenn nicht, müssen wir den Kundendienst anrufen. Jetzt muss ich wohl beim Dienstleistungsgewerbe um meinen guten Ruf fürchten. Mach dir mal keinen Kopf. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Jedenfalls sollten die auf meiner Bank eine passende Erklärung parat haben. Arno, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber ich habe ja nun auch aus der Zeitung erfahren, dass der Rohbau deiner Messehallen eingestürzt ist. Ja, und? Weißt du, als ich damals Patrick Brockmann angefahren habe und es wurde publik, die Kunden haben meine Galerie gemieden. Ich hatte keinerlei Einnahmen mehr. Ja, und jetzt glaubst du, dass... Wenn du Geld brauchst oder ich dir sonst irgendwie helfen kann. Danke, Charlie. Aber deine Sorge ist völlig unbegründet. Brandner Bau geht es ausgezeichnet. Und meiner Bank werde ich schon auf die Sprünge helfen. Na, prima. Entschuldige mich. Schneiders? Hallo, Peter. Warte einen Moment, ja? Arno, dann wünsche ich dir viel Glück. Wünsch das lieber meinem Kundenberater. Hallo? Wie geht es dir? Auf meinen Innenarchitekten. Der Ärmste muss in meinem Penthouse tatsächlich Überstunden machen. Besonders die hinteren Räume haben eine Renovierung nötig. Sie hatten auch kein Glück mit Ihren Mietern. Lesben und eine Frau, der die Männer immer davonlaufen. Und Sie vergessen Kaufmann. Keine Ahnung, was der an Charlie findet. Ich bin gespannt, wie lange Sie es noch aushalten, den beiden die geläutete Freundin vorzuspielen. Zu ihrer Beruhigung, die Stunden des glücklichen Paares sind gezählt. Hoffentlich hat es nicht allzu viel gekostet. Läppisch. Jedenfalls im Verhältnis zu dem Spaß, den ich haben werde. Und geben Sie mir einen kleinen Hinweis, wie Sie die beiden auseinanderbringen. Eifersucht. Ja, bitte? Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte, dass es so lange gedauert hat. Aber das macht doch nichts, meine Liebe. Jetzt schauen Sie nicht so. Der Service der guten Melanie ist wirklich sehr zufriedenstellend. Da warte ich doch gern. Sag mal, ist hier mittags immer so viel los? Wieso? Suchst du einen Job? Sehe ich so aus? Hier, stimmt so. Hey, danke. Grüß deine Mitbewohner von mir. Mache ich, wenn ich jemanden sehe. Christian ist beim Dauer Rave und Tom und Uli sind zum Snowboarden. Hallo. Hey. Sieht aus, als wäre dein Termin gut gelaufen. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Toll. Aber war ja abzusehen. Sie als Beraterin. Oh, deine Begeisterung hält sich aber in Grenzen. Naja, wenn du hier nicht mehr gebraucht wirst, dann fährst du doch wieder zurück. Soll ich da einen Jubelschreier ausbrechen? Eigentlich wollte ich ja nichts sagen, dass alles unter Dach und Fach ist, aber wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kaufe ich den Konzern. Sag das noch mal. Ich kaufe mich auf dem europäischen Markt ein. Das bedeutet natürlich, dass ich vor Ort sein muss. Du ziehst hierher? Na, nicht unbedingt in die Pension, aber... Ich weiß warum. Ich freue mich so. Ja. Aber psch, kein Wort zu niemandem. Besonders nicht zu Arno. Ich will ihn nämlich überraschen. Dann war dein Brunch mit ihm also auch ein voller Durchbruch, hm? Ja, kann man so sagen. Ruf ihn an. Nein, kann ich doch nicht machen. Wir haben uns eben gerade verabschiedet. Na und? Angelo, machen Sie mir ein Mineralwasser? Nicht doch. Ein Glas Champagner für die Dame. Dafür wirst du doch Zeit haben, wenn wir schon nicht zusammen essen konnten. Ich habe dir doch gesagt, dass mein Geschäftsführer in den Alpen ist. Na, das Geschäft geht natürlich vor. Obwohl, Erfolg ist nicht alles. Was wirklich zählt, sind Freunde. Also gut, auf ein Glas. Gut siehst du aus. Das macht bestimmt eine neue Beziehung. Ja, schon wirklich. Ist Peter immer noch der große Charmeur, der er immer war? Da ich ihn jetzt erst kennengelernt habe, kann ich dir das leider nicht beantworten. Ich könnte dir Geschichten von ihm erzählen. Geschichten erfinden, warst du schon immer unschlagbar. Leider habe ich nicht lange Zeit, aber ich wollte wenigstens Hallo sagen. Von dir. Mein Mantel, bitte. Und dein Champagner? Ich weiß, wann ich störe. Seit wann? Der Rest ist für Sie. Wir sehen uns sicher bald. Es wird sie nicht vermeiden lassen. Trotzdem, danke für den Champagner. War mir ein Vergnügen.
Und ich habe ihr auch noch Heinos Sachen gegeben. Das war nur der Anlass. Der Grund für Kathis Verzweiflung, der liegt viel tiefer. Sie hat Heino geliebt. Ja, das wird lange dauern, bis sie seinen Tod verarbeiten kann. Trotzdem. Ich hätte ihr die Sachen nicht geben dürfen. Noch nicht. Jetzt oder später, das hätte keinen Unterschied gemacht. Vielleicht ist jetzt sogar der bessere Zeitpunkt, damit sie in den Alltag zurückfinden kann. Ja, je länger sie die Trauer in sich hineinfrisst, umso schwieriger wird es, diese zu überwinden. Wichtig ist, dass jemand für sie da ist. Ja, jemand, der ihr zeigt, dass das Leben weitergeht. Du hast Angst, sie kapselt sich wieder ab. Sich in eine Scheinwelt zu flüchten, das ist manchmal die einfachste Methode, alles zu vergessen. Ich kümmere mich um Kathi. Ja, wenn ich irgendwas tun kann, dann Sag ich dir Bescheid. zusammen, da kriegen wir sie schon irgendwie auf die Beine. Hm? Hoffentlich. Und ich halte dich wirklich nicht von der Arbeit ab? Die Frage sollte ich doch eigentlich dir stellen. Wenn ich beschäftigt wäre, hätte ich dich sonst angerufen. Hätte ich sonst ja gesagt. Hoffentlich lassen sich die Vorfälle in deiner Firma genauso schnell klären wie die Sperrung deiner Kreditkarte. Du hättest sie hören sollen, die von der Bank. Wie leid es ihnen tut, wie sie den Vorfall bedauern und so weiter. Und woran lag es jetzt? Falsche Eingabe vermutlich. Oh, na hoffentlich passiert mir das nicht. Ich hätte auch nicht genug Geld bei mir, um bar zu zahlen. Menschen machen Fehler. Ja. Ist das auch der Grund, warum die Messerhalle eingestürzt ist? Das Gutachten für die Unfallursache, das liegt noch nicht vor. Hoffentlich wird die Angelegenheit schnell geklärt. Ja, klar. Meine Anwälte kümmern sich darum. Mit welcher Ruhe und Gelassenheit du das durchstehst. Ich an deiner Stelle, ich würde mir 1000 Gedanken machen. Ich würde hin und her rennen. Du hast noch Zeit für mich? Messerhallen gibt es genug. Du dagegen, du bist einmalig. Entschuldigen Sie, Ja? können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Ja, natürlich. 2:10. Danke. Und bei dir? In deinem Job läuft alles... Was? Wirft man dir etwa Knüppel zwischen die Beine? Sagen wir mal Zahnstocher. Beraterische Tätigkeit ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Oft versucht man für falsche Entscheidungen im Vorfeld, den Berater zur Verantwortung zu ziehen. Obwohl du noch gar nicht in der Firma warst. Ja. Nicht jeder hat dein Format. Du stehst dazu, wenn du einen Fehler begangen hast. Ja, ich weiß, das ist für keinen leicht, aber das ändert doch nichts an den Tatsachen, oder? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Tag. So, bitteschön. Und sonst haben Sie keine Nachrichten für mich? Nein, das ist die einzige. Gut, danke. Kann man bei Ihnen Blumensendungen in Auftrag geben? Selbstverständlich. Der Empfänger ist Frau Charlotte Schneider. Die Eigentümerin des Schneiders. Genau. Auf jeden Fall sollten rote Rosen dabei sein. Und eine Karte. Da ist der Charlie. Leider ist mir ein Termin dazwischen gekommen. Daher müssen wir unser Dinner auf 21 Uhr verschieben. In Liebe, Peter. Das war alles? Wird sofort erledigt. Oh, danke. Bitte sehr. In Liebe, Peter. Ja, das war alles. Gut, danke. Wieder. Guten Tag. Kann ich behilflich sein? Mein Handy ist auf dem Zimmer und die öffentlichen Telefone sind besetzt. Kein Problem. Ich nutze unseren Apparat. Bitte schön. Mir geht's schon wieder besser, ehrlich. Wenn nur der Brief nicht gewesen wäre. Heino hat ihn für dich geschrieben. Ja, aber er hat ihn mir nicht gegeben. Warum? Was glaubst du? Vermutlich, weil ihr auch ohne ihn wieder zusammengekommen seid. Er war vielleicht überflüssig. Schade eigentlich. Ich hätte ihm gerne gesagt, wie wunderschön ich ihn finde.
Hast du ihn eigentlich jemals richtig kennengelernt? Nein, leider nicht. Ich habe nur gewusst, wie sehr er in dich verliebt war. Naja. Kannst du die bitte für mich aufbewahren? Na klar. Ja, bitte? Entschuldigen Sie die Störung. Ein Herr Dirk Strohberg ist am Telefon. Dieser Typ aus dem Club. Ja, stimmt. Sagen Sie ihm bitte, ich bin nicht da. Wie Sie wünschen. Danke. Hey, dabei hat er sich solche große Mühe gegeben, rauszufinden, wo du steckst. Sein Problem. Der Glühwein war eine gute Idee. Die einzig richtige Antwort auf diese Temperaturen. Ich genieße es, hier zu sein. Ich auch. Erika und ich waren... Entschuldige bitte. Ist schon in Ordnung. Habt ihr noch Kontakt? Nein. Das letzte Mal haben wir uns gesehen auf der Silvestergala von Charlie Schneider. Irgendjemand, weiß gar nicht wer, ich glaube es war Nick, hat erzählt, sie sei fortgezogen. Wohin, kann ich nicht sagen. Ihr habt also keinen Kontakt mehr? Bedauerst du's? Nein. Es ist zu viel passiert, zu viel schiefgelaufen zwischen Erika und mir. Du hast eine Menge davon mitbekommen. Gerade dir möchte ich das nicht mehr zumuten. Warum? Darum. Für die nächste Ausstellung schicke ich Ihnen gerne mal eine Einladung zu. Ja? Und die Herrschaften, alles in Ordnung? Bestens, danke. Wegen des Empfangs nächste Woche setzen wir uns gleich noch ein Gläschen Champagner an die Theke. Okay. Ja? Schneider? Ja? Bitte schön. Dankeschön. Entschuldigen. Angelo? Ja? Geben Sie dem jungen Mann etwas? Danke, Wiedersehen. Wiedersehen. Da ist der Charlie leider erst mal ein Termin dazwischen gekommen. Daher müssen wir unser Dinner auf 20 Uhr verschieben. In Liebe, Peter. Herein. Alles klar? Dirk Strohberg hat noch mal angerufen. Und? Ich habe ihm gesagt, dass du bei einer Freundin übernachtest. Warum gibst du ihm keine Chance? Der Typ nervt. Woher soll er auch wissen, dass du nicht mit ihm sprechen willst? Trotzdem. So schlecht sah er doch gar nicht aus. Und am Telefon klang er eben sehr sympathisch. Ja, ich habe ja auch nichts gegen ihn persönlich. Ich müsste halt die ganze Zeit an Heino denken. Du sollst ihn doch nicht gleich heiraten. Geht tanzen. Ins Kino. Habt einfach ein bisschen Spaß zusammen. Das kann ich nicht. Heino hätte bestimmt nicht gewollt, dass du dich seinetwegen hier verkriechst. Ich weiß. Dann raff dich auf. Wenn ich mit dem Buch durch bin, okay? Versprochen? Ja, versprochen. 520. Hallo Arno. Nick, Wie geht's? frag mich lieber nicht. Schlechte Neuigkeiten? Ich war auf der Bank. Naja, solange die dir noch was geben, kann's ja so schlimm nicht sein. Nein. Das ist das, was hier noch so rumlag. Muss bis zur Verhandlung reichen. Was? Aber die ist ja frühestens in 9 Monaten. 520 durch 9. Du bist pleite. Aber du hast doch die ganze Zeit so gut verdient. Der Staatsanwalt war so frei, meine Konten sperren zu lassen. Wie, einfach so? Meine Gläubiger denken, ich verprasse mein Geld. Na, schöne Bescherung. Kommt noch schlimmer. Als ich Brandnerbau gekauft habe, habe ich Hypotheken auf das Haus aufgenommen. Ich kann die Raten nicht mehr zahlen. Und jetzt verschachern sie dein Haus? Mhm. Wie kann ich dir helfen? Alles steht und fällt mit Löhneberg.
Wenn er mich entlastet, dann... Er wird sicher bald gefunden. Bis dahin kann es zu spät sein. Elisabeth ist wieder in der Stadt. Ja, ich habe sie heute Mittag im No Limits gesehen. Wir sind uns wieder etwas näher gekommen. Hab für meine Schwierigkeiten verschwiegen. Und jetzt hast du Angst, dass es rauskommt? Was das betrifft, ist meine Chance, dass sie bald in die Staaten zurück muss. Und genau das möchte ich verhindern. Guten Abend. Guten Abend. Sie stehen im Licht. Ach, das tut mir leid. Sowas kommt nicht wieder vor. Na ja, schon gut. Allerdings bräuchte ich Ihre Hilfe. Steffi und ich, wir wollen nicht mehr hier in diesem Hotel wohnen. Und deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht einen Makler kennen. Makler, Innenarchitekt. Was immer Sie wollen. Erwarten Sie jemanden? Sie merken auch alles. Ich stamme aus dem Volk der Seefahrer. Das schärft den Blick ja unheimlich. Pünktlich auf die Minute. Pardon. Hallo, Charlie. Clarissa? Willst du zu mir? Nein. Du kaufst bei der Konkurrenz? Entschuldigst mich, Peter wartet. Selbstverständlich. Und komm nicht auf die Idee, uns zu stören, ja? Wir fallen auf deine Freundlichkeit nicht rein. Treffer? Versenkt. Elisabeth. Komm ich ungelegen? Natürlich nicht, komm rein. Hast du heute Abend schon was vor? Nicht, dass ich wüsste. Du siehst bezaubernd aus. Danke. Es ist schön, dass du keine Termine hast. Wir haben nämlich was zu feiern. Aha, verrätst du mir was? Ja, ich hab dir doch von meiner beratenden Tätigkeit erzählt, ne? In der Kosmetikfirma. Ja. Mit guten Ratschlägen allein ist der Firma nicht mehr zu helfen. Was die brauchen, das ist eine kräftige Finanzspritze. Ja, deshalb hast du auch mit den Banken verhandelt. Am Anfang, ja. Der europäische Markt ist sehr lukrativ. Diese Ansicht teilen übrigens auch meine Manager. Du hast? Ja. Der Kaufvertrag ist so gut wie unterschrieben. Ist das nicht schön? Kann ich ganz in deiner Nähe arbeiten? Und vielleicht hast du ja auch ein Gästezimmer für mich frei. Peter? Lass dir Zeit, Cherie. Oh. Guten Abend.